Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchkritik. Heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen, und zwar diesmal ein Buch, das bereits vor einiger Zeit vom Wolfgang hier auf dem Kanal bzw. auf seinem Kanal vorgestellt worden ist. Es geht konkret um dieses Buch hier. So, nun habt ihr ja gesehen, um was es geht. Es geht um ein Buch von James Fenimore Cooper. James Fenimore Cooper hat weltbekannt oder hat, besser gesagt, weltweit eine Berühmtheit erlangt für seine Lederstrumpfgeschichten, unter anderem halt auch Der letzte Mohikaner. Doch er hatte vor allem halt einige marinehistorische Abenteuer bzw. marinehistorische Geschichten auf den Markt gebracht. Der gute Kerl ist leider nicht allzu alt geworden. Geboren wurde er am 15. September 1789 in Burlington, New Jersey und ist einen Tag vor seinem 62. Geburtstag in Cooperstown im Bundesstaat New York verstorben. Seine Geschichte Ned Myers oder Ein Leben vor dem Mast handelt von dem einfachen Matrosen Ned Myers. Hier ist das Buch auch nochmal. Und erzählt wird hierbei das gesamte Leben, von seiner frühen Jugend, wie er als Kind auf das erste Schiff gekommen ist, bis hin zu der Zeit kurz vor seinem Tod, als er mit James Fenimore Cooper nach mehr als 30 Jahren wieder zusammengetroffen ist. Die beiden hatten sich einst vor vielen Jahren auf einem Schiff getroffen, rein zufällig, und nach über 30 Jahren sind sie wieder aufeinander gestoßen. James Fenimore Cooper hat hierbei dann beinahe autobiografisch die Geschichte von Ned Myers aufgeschrieben und das Ganze in einem Buch zusammengefasst auf den Markt gebracht. Doch wider Erwartens war eben die Nachfrage nach diesem Buch nicht so groß wie erwartet, aber es wurde trotz allem nochmal neu aufgelegt, die Unterlagen wurden wieder gefunden und ich muss schon sagen, es ist durchaus lesenswert. Wie ihr hier sehen könnt und auch schon vorab bei den Bildern gesehen habt, befindet sich das Buch selbst zunächst einmal in solch einer Papphülle. Holen wir das Buch raus, sehen wir halt, das Buch ist eine gebundene Ausgabe, gebunden in Leinen. Und Wolfgang, hier bekannt als Wogi, hatte das Buch vor einiger Zeit auch schon mal vorgestellt. Er ist ja nun mal gelernter Buchbinder, konnte daher auch wesentlich mehr noch auf die eigentliche Qualität des Buchbindens eingehen. Mir persönlich gefällt sie auch gut. Mir als, sagen wir mal, objektiven Betrachter fällt halt auf, die Verarbeitung ist offensichtlich sauber gelungen. Es sind also jetzt keine Seiten, wo man merkt, hier beim Aufklappen, es fängt an zu knacken, die Seiten fangen gleich an, hier unten zu brechen, sondern es ist doch alles sehr gut gehandhabt. Und was mir halt auch sehr gut gefällt, was man auch sehen konnte, ist eben halt, das Ganze wirkt doch recht edel, wie gesagt, gebunden in Leinen, dazu ein farbig abgestimmtes Leseband. Wenn wir das Buch nun lesen, so wird man ganz schnell merken, es hat nichts mit den klassischen marinehistorischen Abenteuern zu tun, die man üblicherweise auf dem Markt findet. Weltberühmt sind ja die Geschichten von Horatio Hornblower, was ja auch von Anfang bis zum Ende seiner Karriere erzählt wird.
wobei es sich ja bei Horatio Hornblower um eine fiktive Person handelt. Ebenfalls bekannt sind die Geschichten von Lucky Jack Aubrey, ebenfalls verfilmt unter dem Titel Master and Commander. Und auch hierbei handelt es sich wiederum um fiktive Geschichten, um fiktive Abenteuer der britischen Kriegsmarine während der Napoleonischen Kriege. Bei dem Roman von Cooper, Ned Myers oder Ein Leben vor dem Mast, handelt es sich vielmehr um eine autobiografische Geschichte. Es wird eben die Geschichte eines echten Matrosen erzählt, und zwar so, wie er sie in der amerikanischen Marine erlebt hat. Die amerikanische Marine unterscheidet sich ja generell ein wenig von der englischen Marine, und hierbei wird halt auch klar, es ist nun einmal biografisch. Das heißt, wir haben hier keinen fiktiven Abenteurer, der so viele Abenteuer hat, dass sie wirklich Spannung pur versorgen, sondern das Buch zeugt vielmehr davon, wie das echte Leben eines echten Matrosen während dieser Zeit ausgesehen hat. Und zwar ist Ned Myers im Grunde genommen der ständige Verlierer. Denn der Untertitel sagt ja nicht umsonst, oder ein Leben vor dem Mast. Ein Leben vor dem Mast hat in der Marine damals bedeutet, das Leben als einfacher Matrose. Zwar hat Ned Myers im Laufe seiner Karriere immer wieder auch mal die Position eines zweiten Offiziers gehabt, ganz kurz sogar mal die Position eines ersten Offiziers, hat aber trotz allem stets vor dem Mast, also mit der ganz normalen Mannschaft zusammen gehaust und sein Leben gefristet. Er geht auch in dem Buch immer wieder darauf ein, was ihn letztendlich daran gehindert hat, beruflich weiterzukommen. Bei ihm war es halt nun mal so, er hat lange Zeit auf dem Wasser verbracht, hat hart arbeiten müssen, bekam dann am Ankunft seiner Reise, bekam er sein Geld ausgezahlt, ist damit dann halt wirklich in Bordelle gegangen, hat das Geld aus dem Fenster rausgeschmissen und hat sich halt auch am Land hin und wieder dem Suff ergeben, sodass er eben nicht in der Lage war, Großgeld anzusparen. Auch hat er im Laufe seiner Karriere sehr häufig die Schiffe gewechselt. Er ist praktisch in einem Hafen angekommen, hat sich dann oftmals gleich nach dem nächsten Schiff umgeguckt und ist weitergefahren. Und er schreibt auch in dem Buch, oder lässt in dem Buch vielmehr von Cooper selbst schreiben, dass er niemals an die Vergangenheit oder an die Zukunft gedacht hat, sondern immer nur im Hier und Jetzt gelebt hat. Sprich, er hat sich um nichts geschert, sondern er hat immer nur geschaut, dass er so schnell wie möglich wieder aufs Wasser kommt. Und dabei hat es für ihn keine allzu große Rolle gespielt, ob er für die Handelsmarine oder für die Kriegsmarine unterwegs war. Lesenswert ist die Geschichte auf jeden Fall, aber man sollte halt wirklich beim Lesen keine allzu große Spannung erwarten. Zwar gibt es immer wieder mal Zusammenstöße mit Piraten, es gibt auch entsprechende Kampfsequenzen, wenn die amerikanischen Truppen gegen die Engländer in den Krieg ziehen, aber es ist eben keine fiktive Geschichte, wo man wirklich von Anfang bis Ende eine Seeschlacht nach der anderen vorfindet. Hier geht es wirklich mehr um die persönlichen Interessen, um die persönlichen Erlebnisse und vor allem um das persönliche Schicksal von Ned Myers, der wirklich, wie gesagt, sein ganzes Leben vor dem Mast verbracht hat. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch für marinehistorische Geschichten interessiert und es euch auch nicht wirklich auf Spannung von Anfang bis Ende ankommt. Wer wirklich spannende Geschichten erleben möchte, wer richtig Seeschlachten miterleben möchte in Form eines Romans, dem lege ich dann doch eher die fiktiven Geschichten ans Herz, die wirklich eher auf Spannung und auf Abenteuer ausgelegt sind. Wer sich wirklich für die wahren Abenteuer eines Matrosen oder für das wahre Leben der Kriegsmarine interessiert, dem kann ich auch James Fenimore Coopers Roman Ned Myers ans Herz legen. Das war es auch schon soweit von mir für heute. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ich euch James Fenimore Coopers Ned Myers Ein Leben vor dem Mast ein wenig näher bringen konnte. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Büchern. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.